Frau Dr. Marschall, Sie selbst engagieren sich sehr für das Patient Blood Management. Was sind für Sie die entscheidenden Argumente, mit denen es möglich ist, entsprechende Institutionen von der Einführung bzw. Unterstützung des Patient Blood Managements in Deutschland zu überzeugen? Ja, diese Frage muss ich aus zwei Perspektiven beantworten. Ich bin von Haus aus Anästhesistin, habe über 15 Jahre in der Klinik gearbeitet. Das heißt, ich habe ganz praktische Erfahrungen mit dem Thema Bluttransfusion, Patient Blood Management. Jetzt als leitende Medizinerin der BARMER bin ich natürlich ebenfalls mit diesem Thema noch engagiert und sehe die Notwendigkeit, dass sich auch Institutionen, auch Krankenkassen zunehmend mit diesem Thema beschäftigen. Das ist mit Sicherheit nicht ein Thema, was schon sehr weit bekannt ist, auch in diesen Institutionen noch nicht bekannt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir halt dieses drängende Thema auch in der Gesundheitsversorgung in die Institutionen bringen und auch in die Priorisierung bringen, damit wir da uns im Sinne unserer Versicherten auch intensiver um dieses Thema kümmern. Die Krankenkassen legen großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Versorgung ihrer Patienten. Warum wurde es bis jetzt noch nicht gefordert von den Kassen oder keine Forderung nach Patient Blood Management laut, wo doch die Studienergebnisse weltweit eine so eindeutige Sprache sprechen? Man muss das Wesen der Krankenversicherung intensiv betrachten. Das Wichtige ist, ein Krankenkassenmitarbeiter ist ein SOFA. Das ist kein Schimpfwort, sondern bedeutet Sozialversicherungsfachangestellter. Das heißt, es sind alles Menschen, die sich wunderbar im Sozialgesetzbuch auskennen, aber in der Regel diese medizinischen Themen niemals live erlebt haben. Ganz wichtig ist, Krankenversicherungen haben sich geändert. Es sind nicht nur Sozialversicherungsfachangestellte in einer Krankenkasse beschäftigt, sodass wir jetzt dieses Thema weit nach vorne bringen müssen. Ganz wichtig ist aber für Krankenkassen, dass wir nicht nur die ökonomische Seite betrachten, sondern vor allen Dingen die medizinische Qualität und die Innovationen ganz weit im Fokus haben. Das Problem an der Sache ist, dass sie in den Routinedaten, die eine Krankenkasse hat, das sind Abrechnungsdaten, in diesen Routinedaten sehen Sie leider dieses Thema Patient Blood Management nicht so, dass man direkt quasi darauf gestoßen wird. Deswegen brauchen Sie medizinisches Hintergrundwissen, Experten, um dieses Thema auch von der qualitativen Seite für die Versicherten nach vorne zu bringen. Welche Möglichkeiten haben die Krankenkassen, positiven Einfluss auf die Einführung von Patient Blood Management für ihre Patienten zu nehmen? In Deutschland herrscht zum Glück freie Arztwahl, freie Klinikwahl und eine Krankenkasse mischt sich zu keinem Zeitpunkt in ein ärztliches Handeln ein, egal von Krankenhausärzten oder auch von behandelnden Haus- oder Fachärzten. Das heißt, Krankenkassen haben jetzt keine direkte Anweisungsmöglichkeit. Also man kann keine Klinik dazu zwingen, Patient Blood Management durchzuführen. Was wir aber sehr wohl können, ist, die Öffentlichkeit, unsere Versicherten zu informieren. Wir haben als BARMER in unserem Mitgliedermagazin bereits über dieses Thema berichtet. Wir haben dort einen großen Beitrag gemacht, damit die Versicherten und mögliche zukünftige Patienten einfach über dieses Thema Bescheid wissen, damit sie dann, wenn sie zum Beispiel in eine geplante Operation einwilligen, auch sofort schon entsprechende auch Fragen stellen können oder sich auch die Klinik, das Krankenhaus entsprechend aussuchen können.